Hi, Servus, Daryl hier. In meiner 5-jährigen Laufbahn als Handstand-Coach habe ich schon oft gesehen, dass eine ungünstige Hand-, Ellbogen- oder Kopfposition den ganzen Handstand negativ beeinflussen kann. Im heutigen Video zeige ich dir, wie du diese häufig übersehenen Fehler vermeidest. Außerdem zeige ich dir am Ende, wo dein Blick im Handstand hingehen sollte. Da jeder Körper unterschiedlich ist, müsst ihr die Tipps heute mit Vorsicht genießen. Ich gebe euch Richtlinien an die Hand, die vielen meiner Schüler schon geholfen hat, ihre perfekte Position zu finden. Eure perfekte Position sollte nicht zu stark von meinen Richtlinien abweichen. Ich habe über dieses Thema schon mit vielen Handstand-Coaches gesprochen und es unterscheiden sich oft die Geister bezüglich Handposition. Was ich für mich mitgenommen habe und was für mich am besten funktioniert hat bisher, ist es, die Hände auf dem Boden so zu platzieren, dass wir die größtmögliche Fläche benutzen. Das bedeutet, wir platzieren unsere Hände so breit wie es geht auf dem Boden. Das heißt, den Daumen und den kleinen Finger so weit auseinander spreizen wie es geht und dann die Hände auf dem Boden platzieren. Was auch noch wichtig ist, dass wir unsere Hände circa schulterbreit auf den Boden stellen. Das könnt ihr am besten so testen, indem ihr eure Arme über den Kopf streckt und dann die Hände auf dem Boden platziert. Was hier sehr, sehr wichtig ist, dass wenn unsere Hände komplett über dem Kopf sind, dass sie eine Linie bilden mit unserem Körper. Falsch wäre, wenn die Arme nicht ganz in einer Linie mit dem Körper sind. Wenn ihr dann im Balancieren seid und mehr Druck braucht auf den Fingerspitzen, gibt es sogenannte Spider Fingers. Das Wichtige bei den Spider Fingers ist, dass diese Fläche hier auf der Hand stets den Bodenkontakt hält. Und wenn ihr die Fingerspitzen ranzieht, dann verlassen nur die zweiten Fingergelenke den Boden. Die richtige Griffbreite im Handstand ist circa schulterbreit. Das Wichtige ist, dass ihr nicht zu breit und auch nicht zu eng greift. Wenn ihr eure Hände zu breit auf dem Boden platziert, kann es durchaus sein, dass ihr eure Arme nicht komplett durchgestreckt bekommt und somit auch nicht in die perfekte Position der Schulter kommt. Das gleiche gilt, wenn ihr zu eng greift. Hier ist auch schwer, die Schulter komplett zu öffnen und die Arme gestreckt zu lassen. Wenn ihr eure Hände circa schulterbreit auf dem Boden platziert, sollte entweder euer Zeigefinger oder euer Mittelfinger geradeaus nach vorne zeigen. Natürlich ist es auch nicht schlimm, wenn es irgendwas dazwischen ist. Um eure optimale Handposition zu finden, braucht es einfach nur ein bisschen Zeit. Das Wichtige ist, haltet diese Punkte im Auge. Das Wichtige bei der Ellbogenposition ist eigentlich hauptsächlich, dass eure Arme zu jedem Zeitpunkt durchgestreckt bleiben. Die Ellbogen bzw. die Armbeugen zeigen circa zueinander. Ein guter Richtwert ist es, wenn eure Armbeuge circa in die Richtung von eurem Daumen zeigt. Falsch wäre es, wenn eure Armbeugen von Anfang an komplett nach vorne zeigen, beziehungsweise wenn eure Armbeugen komplett zueinander gedreht sind. Mit einer falschen Stellung der Ellbogen ist es fast unmöglich, in die richtige Midline zu kommen. Wenn ihr genauer wissen wollt, auf was es noch ankommt bei einer sauberen Midline, schaut euch dieses Video an. Was gerne passiert bei der Ellbogenposition, sobald ihr Gewicht auf die Hände bekommt, also sobald ihr in den Handstand geht, dass die Ellbogen leicht angewinkelt sind. Das ist ein multifaktorielles Problem und ihr wirkt dem schon entgegen, wenn ihr eure Hände korrekt auf dem Boden platziert. Denn umso breiter ihr eure Hände auf dem Boden platziert, fällt es euch schwer, die Ellbogen mit Last durchgestreckt zu lassen. Eine optimale Handposition ermöglicht es euch, die Arme durchgestreckt zu lassen und die Schultern richtig zu öffnen. Bei der Kopfposition ist es zum einen wichtig, dass ihr die Halswirbelsäule nicht überstreckt. Zum anderen ist es wichtig, dass ihr euren Kopf auch nicht zu neutral lasst. Eine überstreckte Halswirbelsäule ist ein häufiger Grund für ein Hohlkreuz. Denn wenn eure Halswirbelsäule überstreckt ist, dann kompensiert oft die Hüfte mit einem Anterior Pelvic Tilt. Wenn eure Halswirbelsäule zu neutral steht, dann kann es sehr, sehr schwierig sein, ins Balancieren zu kommen. Ein Handstand mit neutraler Halswirbelsäule ist eine Progression, die man im späteren Handstandtraining mit einbauen kann. Um die richtige Kopfposition zu finden, könnt ihr als erstes euer Kinn ranziehen und somit eure Halswirbelsäule in eine gerade Position zu bringen. Von hier aus hebt ihr das Kinn ganz leicht an. Wenn ihr das im Stehen ausprobiert habt, könnt ihr das gleiche auch mal über Kopf probieren. Das heißt, ihr platziert eure Hände auf dem Boden, streckt euren Kopf zwischen die Schultern. Von hier aus zieht ihr das Kinn leicht ran und dann hebt ihr das Kinn wieder leicht an.
Damit sind wir auch schon am letzten Punkt des Videos angelangt, und zwar, wo geht unser Blick im Handstand hin? Unser Blick sollte immer dahin gehen, wo unser Körperschwerpunkt hinfällt. Ihr könnt euch das so vorstellen: Sobald eure Hände auf dem Boden platziert sind, versucht ihr zwischen eure Hände zu schauen, aber eher weiter Richtung Bauch. Das heißt, wenn ihr diesen Punkt hier mit euren Augen fokussieren würdet, dann müssten eure Hände circa hier platziert sein. Zwischen den Händen, aber eher weiter Richtung Bauch. Die Hand-, Ellbogen- und Kopfposition bilden euer Fundament im Handstand. Um einen sauberen Handstand zu stehen, muss das Fundament sitzen. Diese drei Details beeinflussen sich gegenseitig. Deswegen platziert erst die Hände korrekt auf dem Boden und dann bringt die Ellbogen in die richtige Position. Und wenn ihr im Handstand mit dem Hohlkreuz zu kämpfen habt, dann könnte es eventuell an der Kopfposition liegen. Ich hoffe, das macht alles Sinn für euch. Das war's fürs heutige Video. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, stay balanced.